Das ist Sarah. Sie besucht die 9. Jahrgangsstufe einer bayerischen Realschule und hat sehr gute Noten. Seit längerem hat sie den Wunsch, später einmal als Umweltingenieurin zu arbeiten. Sie hat recherchiert, dass es in diesem Bereich inzwischen eine Vielzahl an Studiengängen gibt. Sie möchte eine Hochschulreife erreichen, um dann einen dieser Studiengänge belegen zu können. Nun überlegt sie, wie ihr Bildungsweg weiter verlaufen kann, um ihrem Berufswunsch näher zu kommen. Um einen Überblick über ihre Möglichkeiten zu gewinnen, nutzt Sarah meinbildungsweg.de. Sarah startet ihre Bildungswegplanung. Zunächst wählt sie ihre derzeit besuchte Schulart Realschule, ihre Jahrgangsstufe und ihre guten schulischen Leistungen als Startvoraussetzungen aus. Daran anschließend klickt die Schülerin auf Basis ihres Berufswunsches ihr angestrebtes Ziel an, den Erwerb der Hochschulreife. Bereits jetzt erhält sie eine Information über die vielfältigen Möglichkeiten, eine Hochschulreife im bayerischen Schulsystem zu erlangen. Es werden ihr dabei auch Kurzinformationen über die zugehörigen Schularten angezeigt. Dabei werden sowohl die Möglichkeiten ohne als auch mit vorangegangener Berufsausbildung aufgelistet. Sarah interessiert sich für den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife, da sie sich noch nicht sicher ist, ob sie an einer Universität oder Hochschule für angewandte Wissenschaften studieren möchte. In ihrem ersten Durchlauf des Bildungswegplaners informiert sich Sarah, ob es für sie noch eine Möglichkeit gibt, die allgemeine Hochschulreife am Gymnasium zu erwerben. Nach der Eingabe von Startpunkt und angestrebtem Abschluss startet Sarah die Anwendung. Ihr Startpunkt wird der Schülerin am unteren Ende der Seite angezeigt. Erreichte Abschlüsse wie an dieser Stelle der erfolgreiche Abschluss der Mittelschule werden direkt in den individuellen Bildungsweg integriert. Sarah werden nun mögliche nächste Schritte in der Reihenfolge angeboten, wie sie erfahrene Beratungslehrkräfte für am besten geeignet, bezogen auf die Voraussetzungen und das Berufsziel, erachten. Dabei wird unter den Übertrittsbedingungen berücksichtigt, ob zum Beispiel Profilfächer oder Fremdsprachen nachgelernt werden müssen. Sarah kann sich über die Info-Buttons zusätzliche Informationen, zum Beispiel zu erzielten Abschlüssen in den Jahrgangsstufen, anzeigen lassen. Auf der Basis dieser Informationen entscheidet sich Sarah für den Vorschlag, den die Beratungslehrkräfte für ihren Bildungsweg am geeignetsten einstufen. Sie besucht nach der 9. Klasse der Realschule auch die 10. Jahrgangsstufe dieser Schulart. Damit erreicht sie den Realschulabschluss, einen mittleren Schulabschluss. Danach werden ihr die Optionen eines Übertritts ans Gymnasium aufgezeigt, damit sie ihr Ziel, die allgemeine Hochschulreife am Gymnasium zu erwerben, weiter verfolgen kann. Eine Lehrkraft ihrer Schule hat Sarah bereits von der Einführungsklasse an einem Nachbargymnasium erzählt. Hierzu kann Sarah nun weitere Informationen auf der Seite des Staatsministeriums abrufen. Sarah wählt die Einführungsklasse am Gymnasium aus. Mit deren erfolgreichem Abschluss würde der Erhalt der Oberstufenreife des Gymnasiums einhergehen. Damit könnte Sarah in die 11. Klasse des Gymnasiums eintreten. Gleichzeitig wird die Schülerin auch darüber informiert, dass es zu diesem Zeitpunkt weitere Möglichkeiten gibt, zum Beispiel den Besuch einer Fachoberschule. Das ist beispielsweise dann hilfreich, wenn sich Sarahs Zielsetzungen verändern würden. Basierend auf ihren derzeitigen Überlegungen geht Sarah den Weg am Gymnasium weiter. So kann sie nach Abschluss der 12. Jahrgangsstufe die allgemeine Hochschulreife, ihre ursprüngliche Zielsetzung, erreichen. Diesen individuellen Bildungsweg kann Sarah nun teilen oder auch ausdrucken. So kann sie zum Beispiel ihre Eltern über ihre Pläne und Möglichkeiten informieren oder den Bildungsweg als Gesprächsgrundlage für einen Termin bei der Beratungslehrkraft nutzen. Außerdem kann sie den Bildungswegplaner neu starten und sich so zum Beispiel über einen alternativen Weg über die Fachoberschule informieren. Die Bandbreite der Informationen, die der Bildungswegplaner liefert, ist groß.
Sarahs Fragestellungen zeigen dies exemplarisch. Genauso können mit dem Bildungswegplaner Informationen zu Übertrittsfragen oder einem Schulwechsel, aber auch zu den Möglichkeiten des Erreichens neuer Abschlüsse gesammelt werden. So erhält man einen Überblick über individuelle Möglichkeiten und Chancen. Zur Klärung der sich anschließenden Fragestellungen stehen dann zum Beispiel die Beratungslehrkräfte an den Schulen oder an den staatlichen Schulberatungsstellen zur Verfügung.